Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Kärnten in Friesach unterwegs, genauer gesagt am Vigiliberg, und möchte dir die Kirchenruine vorstellen und dir ein wenig die Geschichte von ihr erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach da. Also, los geht's. Wir befinden uns im Süden der Stadt Friesach in Kärnten, auf einer Anhöhe zwischen der Deutschordenkirche und der Heiligen Blutkirche. Hier liegen die eindrucksvollen Überreste der Kirchenruine Vigilienberg, einst Zentrum einer befestigten Propstei und ein bedeutender geistiger Ort des Mittelalters. Die Kirche war dem heiligen Virgil geweiht. Da Virgil erst im Jahr 1233 heilig gesprochen wurde, kann die Kirche frühestens danach geweiht worden sein. Dies gibt uns einen wichtigen zeitlichen Anhaltspunkt für ihre Entstehung. Der erste namentlich bekannte Propst der Anlage war Hartwig, der im Jahr 1240 urkundlich erwähnt wird. Damit tritt die Propstei Vigilienberg erstmals klar in das Licht der schriftlichen Überlieferung. Die Kirche war Teil einer befestigten Propstei, einer geistlichen Gemeinschaft mit erheblichem Einfluss. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gelangte sogar das Vizedomamt in die Hände der Pröpste von Vigilienberg, ein Zeichen ihres politischen und wirtschaftlichen Gewichts. Besonders bemerkenswert war die Bibliothek der Propstei, die als eine Sammlung von europäischem Rang galt. Sie zeugt von hohem Bildungsstand und der kulturellen Bedeutung dieses Ortes. Im Jahr 1309 wurde die Propstei erstmals ein Raub der Flammen. Große Teile der Anlage wurden zerstört. Die heute sichtbaren Mauern der Kirche stammen überwiegend vom Wiederaufbau nach diesem Brand. Doch das Schicksal der Anlage blieb von weiteren Katastrophen geprägt. Feuer sollte den Vigilienberg noch mehrfach heimsuchen und seine Niederlage einleiten. Im Jahr 1606 wurde die Propstei endgültig aufgelassen. Ein weiterer verheerender Brand im Jahr 1752 verschlimmerte den Zustand der Anlage erheblich. Zwei Jahre später, 1754, wurde nur noch der Chor der Kirche notdürftig eingedeckt. Schließlich erfolgte im Jahr 1786 die Profanierung der Kirche, sie verlor damit offiziell ihre sakrale Funktion.
Nach dem letzten großen Brand im Jahr 1816 begann der endgültige Verfall der Kirche. Dächer fehlten, Mauern wurden der Witterung ausgesetzt und die Natur erobert den Ort langsam zurück. Zwar begann man 1894 mit ersten Sicherungsmaßnahmen, doch diese konnten den fortschreitenden Verfall nicht vollständig stoppen. Ein besonders einschneidendes Ereignis war der Einsturz des Triumphbogens im Jahr 1926. Damit verlor die Ruine eines ihrer markantesten architektonischen Elemente. Heute erhalten sind vor allem die Mauern des ehemaligen dreijochigen Chors mit 5/8-Schluss, gestützt von zweifach gestuften Strebpfeilern. Besonders eindrucksvoll sind die noch gut erhaltenen zwei- und dreiteiligen Maßwerkfenster der Apsis. Über figürlichen und ornamentalen Konsolen sind noch Runddienste sichtbar, die einst das Gewölbe trugen. Sie geben einen Eindruck von der einstigen Größe und Eleganz des Kirchenraums. Die Kirchenruine Vigilienberg ist heute ein bedeutendes Kulturdenkmal und erinnert an religiöse, politische und geistige Bedeutung Friesachs im Mittelalter. Die Ruine am Vigilienberg ist mehr als ein Überrest aus Stein. Sie ist ein Zeugnis von Glauben, Wissen und Macht, aber auch von Vergänglichkeit. Wer heute durch diese Mauern geht, begegnet fast 8 Jahrhunderten Geschichte, still, eindrucksvoll und unvergessen.
Ja, das war das Video über die Kirchenruine hier in Friesach am Vigiliberg in Kärnten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da, abonnierst meinen Kanal und hypst vielleicht mein Video. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Gottheiler. Also, ciao.